Hi da draußen vor euren Handys, Fernsehern oder Computern oder von wo auch immer ihr dieses Video gerade schaut. Heute behandeln wir mal ein Thema, worauf ich wirklich besonders Lust habe und ich wundere mich, warum ich das nicht schon viel eher gemacht habe, denn das ist eigentlich das Thema schlechthin, womit ich mich super gut auskenne und wo ich auch super gerne drüber erzähle und auch anderen Leuten vielleicht noch ein bisschen was beibringen kann, denn das heutige Thema heißt: Wie verkaufe ich mein Auto richtig? Ja, warum ist dieses Thema so besonders für mich? Weil ich bin gelernte Automobilkauffrau, für die, die es noch nicht wissen. Ich habe in meinem Leben bestimmt schon 300, 400 Autos inseriert. Ich kann es wirklich schwer einschätzen, weil ich habe nicht mitgezählt und schon viele, viele Autos verkauft. Und deswegen, ja, hoffe ich, euch heute so ein bisschen was von meinen Erfahrungen rüberbringen zu können. Denn ich denke, viele da draußen haben schon mal ein Auto verkauft oder wollen ein Auto verkaufen und wissen vielleicht gar nicht so richtig, wie geht man dieses Thema eigentlich an und wie erziele ich am besten auch vor allen Dingen damit das beste Geld. Es gibt 3 verschiedene Arten, wie man sein Auto loswerden kann. Zunächst könnt ihr einmal euer Auto in Zahlung geben. Wenn ihr ein neues Auto irgendwie kaufen wollt, dann kaufen die Händler euer Auto an und ihr zahlt dementsprechend nur noch den Differenzbetrag für das neue Auto. Ihr könnt euer Auto zum Beispiel auch zu Ankaufsstationen bringen oder auch einfach direkt zum Händler, ohne dass ihr ein neues Auto dafür kaufen wollt. Ich muss aber sagen, dabei erzielt ihr wirklich nicht unbedingt euren Wunschbetrag. Weil meistens die Händler oder diese Ankaufsstationen, die wollen ja das Auto auch wieder verkaufen. Die beste Möglichkeit, wo ihr auch wirklich den besten Preis bei erzielen könnt, ist, das Auto selbst zu inserieren. Vor allen Dingen kann man da auch, wenn man ein bisschen Zeit noch rein investiert vor dem Verkauf, wirklich noch viel bei rausholen. Bevor man das Auto inseriert, gibt es ein paar kleine Tipps und Tricks, wie ihr wirklich das Auto auch noch ein bisschen attraktiver aussehen lassen könnt, um seinen Wunschpreis eventuell auch erzielen zu können. Wir fangen an, Punkt Nummer 1. Ihr könnt zum Beispiel ein paar kleine Schönheitsfehler vorher ausbessern. Solange diese Schönheitsfehler nicht euer Budget übersteigen und wirklich sich in einem kleinen Rahmen halten, würde ich dies auf jeden Fall vorher tun. Hat das Auto ein paar Steinschläge vorher, die man vielleicht mit einem Lackstift leicht ausbessern kann oder einen Kratzer in der Felge, wo man die Felge mal eben zum Felgendoktor bringt und 200, 300 Euro bezahlt. Je nachdem, was natürlich auch der Wert des Autos ist, was ihr dementsprechend dann am Ende auch noch haben wollt, müsst ihr gucken, was es euch das wert ist. Denn ihr nimmt damit schon mal so diesen Wind aus den Segeln bei den Leuten, da noch viel verhandeln zu wollen, weil ich glaube, das ist für viele Leute recht nervig, wenn die Leute dann immer kommen und ihre Wunschpreise da vorstellen, die halt absolut unrealistisch sind, weil sie meinen, hier der Steinschlag, da kannst du aber locker nochmal 1200 Euro runtergehen, was ja absolut unrealistisch ist. Also kleine Schönheitsfehler wie Beulen, Steinschläge, Kratzer an den Felgen oder irgendwas Ähnliches könnt ihr vorher selbst beseitigen. Dann hat das Auto schon mal ein viel schöneres Erscheinungsbild. Dann mein Tipp Nummer 2, wenn irgendwie Kleinigkeiten anstehen, wie zum Beispiel eine Inspektion oder ein neuer TÜV. Was heißt Kleinigkeit? Das kommt auch immer aufs Auto an. Bei neueren Autos ist es eher eine Kleinigkeit. Bei einem älteren Auto kann das auch natürlich schon mal ein bisschen teurer werden. Aber in der Regel auch da wieder, wenn das nicht euren Rahmen übersteigt, würde ich hier auch noch vielleicht einen Service machen lassen oder den TÜV nochmal neu machen lassen. Keiner kauft gern ein Auto, wo er weiß, dass in nächster Zeit wirklich noch irgendwie Inspektionstermine, TÜV oder irgendwelche Werkstattbesuche anfallen. Aber wie gesagt, solange es den Rahmen nicht übersteigt, würde ich sowas vorher noch machen. Habe ich zum Beispiel bei meinem GTI jetzt auch gemacht. Einmal nochmal einen Ölwechsel und schön sauber machen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Und zwar das Auto vor dem Fotografieren und vor dem Verkauf einmal richtig reinigen. Liebe Leute, eine Reinigung kostet euch nur ein paar Stunden Zeit oder ihr gebt das Auto zum Aufbereiter, was auch nicht wirklich viel Geld kostet. Einmal das Auto innen und außen richtig reinigen lassen. Und glaubt mir, das macht wirklich unglaublich viel aus. Denn wenn man sich im Internet Bilder anguckt von Autos, die total verdreckt sind, in der Regel weiß man, dass das Auto ja dann wahrscheinlich auch in der Vergangenheit nicht unbedingt sonderlich gut gepflegt wurde. Von daher einmal schön durchs Auto saugen, die ganzen Scheiben sauber machen, einmal vielleicht durch die Waschanlage fahren oder auch die Handwäsche, wenn ihr dafür Zeit und Bock habt. Und
dann sieht das Auto schon mal wesentlich besser aus und so könnt ihr es auch dann dementsprechend auch schön fotografieren. Dann kommen wir auch schon zu meinem nächsten Tipp und zwar das Fotografieren. Wieder die perfekte Überleitung. Ihr merkt schon, Fotografieren ist so das A und O meiner Meinung nach. Denn wie bei allem im Leben, ob es jetzt bei YouTube ein Video-Thumbnail ist oder bei einer Zeitschrift, wenn man in einen Laden geht und sich eine Zeitschrift aussucht, man guckt immer zuerst auf das Bild, was einem gefällt. Und es ist wichtig, dass euer Bild aussagekräftig ist, eure Fotos vom Auto aussagekräftig sind, nicht zu dunkel sind, nicht zu überbelichtet sind, das Wesentliche im Fokus steht. Danach entscheiden auch die meisten Menschen, ob sie auf die Anzeige klicken oder nicht. Für das Fotografieren habe ich auch ein paar Tipps für euch. Bei Mobile zum Beispiel könnt ihr 15 Fotos, glaube ich, einstellen und ich würde auch die vollen 15 Fotos nutzen. Denn je mehr Fotos vom Auto da sind, umso besser ist auch der Eindruck und der potenzielle Käufer kann sich schon mal einen groben Überblick verschaffen. So wie gerade auch schon angedeutet, denkt dran, dass euer Auto sauber ist. Denn keiner möchte irgendwie Krümel auf der Fußmatte sehen oder irgendwelche Flecken auf dem Sitz oder so. Reinigt das Auto, bevor ihr es fotografiert. Achtet darauf, dass die Bilder richtig belichtet sind. Fotografiert euer Auto bitte draußen, denn Garagenbilder sind einfach zu dunkel. Achtet auch darauf, dass kein Halbschatten irgendwie auf dem Auto zu sehen ist. Stellt es am besten irgendwo hin, wo eine große freie Fläche ist, also nicht zwischen irgendwie anderen Autos, die lenken auch irgendwie wieder vom Foto ab, sondern stellt euer Auto vielleicht irgendwie, so wie ich, auf einem Feldweg oder irgendwo auf einem freien Parkplatz und fotografiert einmal rundherum. Also schön von der Seite, von vorne, von schräg, einmal nah an die Felgen ran. Innen vor allen Dingen einmal die Sitzbezüge zum Beispiel, wie das Lenkrad aussieht, das Cockpit an sich, was es für Knöpfe an dem Auto gibt. Ich zum Beispiel fotografiere auch immer gern noch so Besonderheiten, dass die Leute schon anhand der Fotos sehen, was das Auto für eine Ausstattung hat. Hier auf dem Bild zum Beispiel die Rückfahrkamera, da sieht jemand schon, bevor er den Text liest, okay, das Auto hat eine Rückfahrkamera. Oder auf dem Bild sieht man zum Beispiel auch, dass der Wagen eine Sitzheizung hat, dass der Wagen ein DSG-Getriebe hat, also ein Automatikgetriebe, dass es ein Multifunktionslenkrad hat. Also versucht mit euren Bildern schon möglichst alles zu zeigen, weil viele Leute sind auch lesefaul, gucken sich nur die Bilder an. Für die Fotos braucht ihr keine professionelle Hochglanz-Spiegelreflexkamera. Die Smartphones von heutzutage reichen da vollkommen aus. Wichtig ist nur, dass ihr eure Bilder nicht danach noch irgendwie extrem bearbeitet. Lasst sie so natürlich wie möglich. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie gestalte ich richtig ein Fahrzeuginserat? Ihr müsst erstmal eure Fahrzeugdaten wissen. Die wichtigsten Daten findet ihr im Fahrzeugschein, im CO2-Blatt oder auch in eurem Fahrzeug direkt, zum Beispiel die Kilometerangaben. Der Fahrzeugschein ist das kleinere Dokument. Ihr habt ja einmal den Fahrzeugbrief und den Fahrzeugschein. Auf der Rückseite vom Fahrzeugschein, wenn ihr den einmal umdreht, da steht auch selbsterklärend drauf, wo ihr zum Beispiel das Erstzulassungsdatum findet. Achtet darauf, dass ihr die richtigen Angaben eintragt. Zum Beispiel die richtige Anzahl von Vorbesitzern und auch die richtige Laufleistung. Diese sollte ziemlich genau sein und die könnt ihr auch regelmäßig aktualisieren. Es gibt auch Fälle, wo aufgrund von falschen Anzeigen bei Mobile es schon zu Gerichtsverhandlungen gekommen ist, weil Leute von weit anreisen und auf einmal stimmt das vielleicht gar nicht so, was dann da in der Anzeige drin steht und die Leute denken sich, oh, jetzt habe ich hier aber viel Geld für die Anreise ausgegeben und das Auto hatte schon 5 Vorbesitzer anstatt wie in der Anzeige steht 2. Das ist nicht cool, deswegen recherchiert vorher einmal richtig, guckt in den Fahrzeugscheinbrief und CO2-Papieren und vor allen Dingen auf den Kilometerstand. Dann eine ausführliche Ausstattungsliste. Es gibt die Möglichkeit, sich Ausstattungen im Internet auf entsprechenden Seiten rauszusuchen anhand der Fahrgestellnummer. In der Regel halte ich die wichtigsten Ausstattungen ganz oben, damit die Leute sofort sehen, was ist wirklich interessant an dem Fahrzeug. Das heißt zum Beispiel, jetzt habe ich eine frische Inspektion am Fahrzeug machen lassen, das schreibe ich ganz oben in den Text rein. Oder vielleicht, wenn ihr irgendwie noch was Zusätzliches im Auto verbaut habt, wie zum Beispiel bei mir, ich habe ein Gewindefahrwerk im Auto verbaut, was viele Leute vielleicht auch sehr attraktiv finden. Ja, Ausstattung wie Rückfahrkamera, Navigationssystem, ob der Leichtmetallfelgen hat, der eine Sitzheizung hat. Also
wirklich das Wichtige, worauf man vielleicht auch selber beim Autokauf achtet, das würde ich auf jeden Fall herausheben. Also nicht unbedingt jedes Ausstattungsdetail, wie das Auto hat eine Bremse. Dann ist es auch noch sehr wichtig, es gibt auch noch mal Klickfelder für die Ausstattungen. Zum Beispiel das Klickfeld Navi. Wenn ihr da euren Haken nicht setzt, dann fällt das Auto zum Beispiel schon mal aus der Suche weg, wenn jemand speziell nach einem Auto mit Navigationssystem sucht. Also versucht euch auch da die Zeit zu nehmen, bei den Klickfeldern die richtigen Häkchen zu setzen, damit ihr auch dementsprechend in der Suchfunktion dann angezeigt werdet, beziehungsweise euer Auto. Die Überschrift, da habt ihr nicht viele Zeichen, deswegen schreibt nicht zu viel unnötigen Quatsch rein. Zum Beispiel bei meinem GTI, da gibt es ja hier noch Blue Motion Technologie, das lasse ich alles weg. Weil ja, die Bezeichnung des Autos ist so, aber die Leute wissen, es ist ein Golf GTI, das muss schon rein. Und dann schreibe ich vielleicht noch in Kurzfassung 2, 3 Ausstattungsdetails rein, wie zum Beispiel Navi, Fahrwerk, Sitzheizung, damit die Leute schon anhand der ersten Überschrift sehen, was hat das Auto alles für Vorzüge und was hat das Auto zu bieten. Dann von mir noch ein Tipp, wo viele jetzt sagen, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber für manche nicht, denn auch ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass viele Leute beim Autoverkauf unehrlich sind. Also mein Tipp an euch, seid immer ehrlich. Glaubt mir, Leute, ihr erspart euch dadurch einfach viel Stress. Wenn ihr von vornherein sagt, was an dem Auto vielleicht noch gemacht werden sollte, wo vielleicht technische Fehler sind, sagt es am besten schon am Telefon oder schreibt es auch am besten schon in die Anzeige rein, damit sich die Leute nicht auf den Weg machen und ihr erst dann vor Ort sagt, oh übrigens, da muss noch in Kürze der Zahnriemen gewechselt werden oder so, ne? Also seid immer von vornherein ehrlich. Damit erspart ihr euch wirklich viel Stress und vielleicht auch im schlimmsten Fall die Gerichtstermine. Ehrlichkeit währt immer am längsten und das ist tatsächlich beim Autoverkauf auch so. Und ich sage auch immer, Karma, Leute, wer andere verarscht, der wird früher oder später auch verarscht werden. Wenn ihr euch vielleicht nicht ganz sicher seid, ob euer Auto vielleicht ein paar Mängel hat, die ihr selber gar nicht wissen könnt, weil ihr euch vielleicht nicht auskennt oder weil es sich vielleicht noch nicht bemerkbar gemacht hat, dann könnt ihr natürlich auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, zu einer Werkstatt fahren und einmal sagen, bitte checkt mal das Auto einmal komplett durch. Sollte da wirklich was Schwerwiegendes anfallen, dann wisst ihr da zumindest schon mal Bescheid. Technische Fehler, Schäden oder Makel, die ihr selber nicht mehr beseitigen wollt oder die vielleicht euer Rahmen übersteigen, solltet ihr auf jeden Fall mit in die Anzeige reinbringen, damit der Käufer, der potenzielle Käufer wenigstens weiß, woran er bei dem Fahrzeug ist und damit er ungefähr schon kalkulieren kann, was eventuell noch für Kosten auf ihn zukommen. Zum nächsten Punkt, die Preisgestaltung. Was ist mein Auto überhaupt noch wert? Wie kann ich ihn inserieren, damit er nicht zu teuer oder zu günstig ist? Zu teuer wird oftmals nicht gekauft oder die Anzeige wird sich gar nicht angesehen, wenn gleichwertige Fahrzeuge für viel weniger Geld im Netz stehen. Zu günstig ist natürlich auch blöd, man will ja auch schon sein Geld dafür bekommen, was das Auto auch noch wert ist. Da gebe ich euch den Tipp, guckt einfach mal auf Mobile nach gleichwertigen Fahrzeugen, sprich ungefähr gleiches Erstzulassungsdatum, ungefähr gleiche Ausstattung und ungefähr die gleiche Laufleistung. Es muss jetzt nicht 1:1 gleich sein, was da so die anderen Autos für Preise haben. Demnach könnt ihr da vielleicht so eure perfekte Preismitte finden, dass ihr eben nicht zu teuer seid und auch eben nicht zu günstig, aber so, dass es schon noch für die Leute attraktiv ist, auf eure Anzeige zu klicken. Wenn sich jetzt wirklich ein Interessent meldet und euer Auto gut findet. Mein Tipp, bloß nicht am Telefon verhandeln. Wenn ein Auto komplett so inseriert ist, wie es auch ist, das heißt, ihr habt alles im Inserat angegeben, alles, was man zum Auto wissen muss, dann sollte man nicht mehr verhandeln, denn der Käufer weiß, worauf er sich da einlässt und der Käufer muss für sich selber wissen, ob ihm der Preis das wert ist oder nicht. Vor Ort kann man vielleicht noch ganz minimal ein bisschen verhandeln, je nachdem, was man noch aushandelt. Wenn man sagt, komm, da ist doch noch irgendwie was du in der Anzeige nicht angegeben hast, dann sagst du, ja komm, dann gehe ich mal einen Huni runter, dann lässt du das beim Lackierer hier den Kratzer ausbessern, dann sind alle zufrieden, die Leute wollen ja auch immer handeln, das ist wieder so ein psychologisches Ding, der Mensch ist froh, wenn er verhandeln konnte, selbst wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt, selbst wenn es nur 1 Euro ist. Also vor Ort könnt ihr natürlich noch über alles sprechen, aber verhandelt nicht am Telefon, wenn der potenzielle Käufer das Auto noch gar nicht gesehen hat. Um bösen Überraschungen aus dem Weg zu gehen, solltet ihr vielleicht auch noch folgende Dinge beachten. Wenn der Interessent da ist und will eine Probefahrt mit eurem Fahrzeug machen,
dann kopiert auf jeden Fall immer oder fotografiert vorher immer den Ausweis ab und den Führerschein. Denn ihr dürft ein Auto nicht an jemanden rausgeben, der keinen Führerschein hat. Das heißt, ihr seid dazu verpflichtet, das vorher zu prüfen. Wenn jetzt jemand kommt und euer Auto platt fährt, dann seid ihr am Ende noch schuld, weil ihr das vorher nicht kontrolliert habt. Fragt vorher bei eurer Versicherung nach, wie es aussieht mit der Versicherung, wenn fremde Leute mit eurem Auto fahren. Denn da könnte es vielleicht auch Probleme geben, wenn bei einer Probefahrt der Fahrer den Unfall verursacht. Also wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte vorher da nachfragen, wie das aussieht. Bei zum Beispiel hochwertigeren Fahrzeugen, wie zum Beispiel Sportwagen, das ist ja auch so mein Gebiet, machen das viele so, dass sie entweder gar nicht Probe fahren lassen oder eine Kaution hinterlegen lassen. Das macht man aus dem Grund, damit man vermeiden kann, dass sich nur Leute melden oder nur Leute kommen, die einfach mal so ein Auto Probe fahren wollen, aber vielleicht gar nicht das Geld dafür haben. Also habt ihr einen Sportwagen, den ihr verkaufen wollt, dann lasst euch eine Kaution geben. Quittiert das natürlich, damit sich der potenzielle Käufer da auch nicht irgendwie komisch vorkommt, ob er dann sein Geld wiederbekommt oder nicht. Immer eine Quittung ausstellen, wenn Geld fließt, auch ganz wichtig. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich zum Beispiel setze mich auch immer gern bei der Probefahrt einfach mit ins Auto, damit ich auf jeden Fall sicher gehen kann, dass die Person ordentlich mit dem Fahrzeug umgeht. So, jetzt habt ihr da einen Interessenten, der ist das Auto Probe gefahren, der findet alles super toll und will das Auto kaufen. Da gibt es auch noch ein paar Dinge zu beachten. Zum Beispiel solltet ihr niemals ein Fahrzeug reservieren. Weil oft ist es so, dass die Leute ein Auto reservieren und sich nie wieder melden. In der Zeit hättet ihr das Auto schon an jemand anderes verkaufen können. Also in der Regel gilt, wer zuerst den Vertrag unterschreibt, der bekommt das Auto. Macht einen richtigen Kaufvertrag und schreibt da alles Wichtige rein. Denn damit könnt ihr auch bösen Überraschungen am Ende aus dem Weg gehen. Wichtig, eure Daten, wichtig, die Daten vom Käufer, da auch unbedingt den Personalausweis nochmal zeigen lassen, damit ihr auch wisst, dass das alles so stimmt. Wenn ihr nicht selber einen Kaufvertrag schreiben wollt, es gibt zum Beispiel auf Mobile auch die Möglichkeit, sich einen Kaufvertrag blanko auszudrucken, wo eigentlich schon alles selbsterklärend steht, was ihr da eintragen müsst. Gebt euer Auto auf gar keinen Fall raus, wenn es noch auf euch angemeldet ist. Also vorher abmelden, vielleicht die Fahrzeugpapiere dann an den Käufer nach Hause schicken, der meldet das Fahrzeug dann um und kommt dann nochmal, um das Fahrzeug abzuholen. Weil ihr müsst bedenken, solange das Auto auf euch angemeldet ist, ist es auch auf euch versichert. Also wenn da was passiert, ist dann blöd. Stellt euch mal vor, jemand raubt dann eine Bank aus mit eurem Kennzeichen. Also das kann echt ordentlich in die Hose gehen. Kann passieren. Lasst euch das Geld überweisen. Lasst euch einen kleinen Betrag in bar anzahlen zum Beispiel, aber lasst euch das Geld immer überweisen, weil es gibt ja hier Geldwäschegesetz und so weiter. Ihr könnt euch auch so sicher sein, dass ihr kein Falschgeld erhaltet. Denn ja, auch viel Falschgeld ist im Umlauf. Ganz wichtig, gebt euer Auto und die Fahrzeugpapiere erst dann raus, wenn das Auto vollständig bezahlt ist. Die Leute können kommen, können sich das Auto angucken, wenn ihnen das gefällt, können sie einen kleinen Betrag anzahlen, der Kaufvertrag wird gemacht, dann fahren die Leute ohne Auto wieder nach Hause, je nachdem, ob euer Auto noch angemeldet ist oder nicht. Aber wenn euer Auto zu dem Zeitpunkt zum Beispiel noch angemeldet ist, dann könnt ihr das in der Zeit abmelden. Ihr könnt warten, bis ihr die vollständige Bezahlung dann vom Käufer auf eurem Konto habt. Dann könnt ihr die Fahrzeugpapiere zum Käufer schicken. Der kann bei sich das Fahrzeug schon mal anmelden. Dann kommt er mit seinen neuen Kennzeichen und holt das Fahrzeug ab. In der Regel seid ihr so immer auf der sichersten Seite und so kann auch wirklich nichts passieren. Also liebe Leute, ich hoffe, dieses Video war ein bisschen aufschlussreich und wird euch bei eurem zukünftigen Autoverkauf ein bisschen weiterhelfen. Für den Fall, dass ihr euch jetzt nicht alles merken könnt, ihr könnt ja dieses Video jederzeit wieder aufrufen, wenn es bei euch mal soweit ist. Und ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die ich vielleicht hier in diesem Video noch nicht beantwortet habe, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten sage ich danke fürs Zusehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, das könnt ihr da. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!